Stell dir vor, du steigst in ein Flugzeug. Ein ganz normales Passagierflugzeug, wie du es vielleicht schon mal geflogen bist. Jetzt stell dir vor, dieses Flugzeug könnte nicht nur über die Erde fliegen, sondern direkt ins All. Kein Tanken, keine Pause, einfach immer geradeaus. Wie lange würdest du wohl unterwegs sein, um die Grenzen des Universums zu erreichen? Die Antwort wird dich umhauen. Denn das Universum ist nicht nur groß, es ist so unfassbar riesig, dass unser Gehirn es sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber genau das werden wir heute versuchen. Willkommen zu einer Reise durch die unendlichen Weiten des Kosmos. Fangen wir klein an. Naja, relativ klein. Der Mond ist unser nächster kosmischer Nachbar. Etwa 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das klingt schon nach einer Menge, oder? Setzen wir uns also in unser gedankliches Flugzeug. Ein normales Passagierflugzeug fliegt mit etwa 900 Kilometern pro Stunde. Wie lange würden wir zum Mond brauchen? Halte dich fest. Etwa 17 Tage und Nächte. Nonstop. Kein Essen, kein Schlafen, keine Netflix-Pause. Nur fliegen. 17 Tage für das, was uns am Nachthimmel so nah erscheint. Die Apollo-Astronauten brauchten mit ihren Raketen übrigens nur etwa 3 Tage. Aber selbst das zeigt, der Weltraum beginnt zwar direkt über unseren Köpfen, aber die Entfernungen sind bereits enorm. Jetzt wird es interessant. Die Sonne, unser Stern, der uns jeden Morgen weckt und die Erde erwärmt. Sie ist etwa 150 Millionen Kilometer entfernt. Ihr Licht braucht etwa 8 Minuten zu uns. Aber wie lange würde unser Flugzeug brauchen? Schnall dich an, etwa 19 Jahre. 19 Jahre im Flugzeug. Stell dir das mal vor. Du könntest als Kind einsteigen und wärst erwachsen, wenn du ankommst. Du würdest dein gesamtes Teenagerleben über den Wolken verbringen, beziehungsweise über den Wolken weit, weit hinter dir. Und das ist nur bis zur Sonne. Dabei ist die Sonne für kosmische Verhältnisse direkt um die Ecke. Sie ist sozusagen unser Vorgarten. Aber dieser Vorgarten ist bereits 19 Flugjahre groß. Jetzt kommt der Moment, wo es richtig verrückt wird. Proxima Centauri ist der nächste Stern nach unserer Sonne. Der allernächste. Unser unmittelbarer stellarer Nachbar. Die Entfernung? Etwa 40 Billionen Kilometer. Oder anders ausgedrückt, 4,2 Lichtjahre. Wie lange würde unser Flugzeug brauchen? Bist du bereit? Etwa 5 Millionen Jahre. 5 Millionen Jahre! Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Vor 5 Millionen Jahren gab es noch keine Menschen. Unsere frühesten Vorfahren kletterten gerade erst von den Bäumen. Und wenn die damals in ein Flugzeug gestiegen wären, würden sie jetzt beim nächsten Stern ankommen. Stell dir vor, du könntest tatsächlich so eine Reise antreten. Du würdest alt und sterben. Deine Kinder würden alt und sterben. Ihre Kinder auch. Und deren Kinder. Das würde sich wiederholen für 200.000 Generationen. Die gesamte aufgezeichnete menschliche Geschichte, von den ersten Höhlenmalereien bis zu deinem Smartphone, wäre nur ein winziger Wimpernschlag in dieser Reise. Das ist die Distanz zum allernächsten Stern. Nicht zu einer fernen Galaxie, nicht zum Rand des Universums, zum nächsten Lichtpunkt am Nachthimmel. Aber wir sind noch lange nicht fertig. All diese Sterne, die du nachts sehen kannst, sie gehören zu unserer Galaxie, der Milchstraße. Und die ist gigantisch. Die Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Mit unserem Flugzeug würden wir etwa 1,5 Milliarden Jahre brauchen, um sie einmal zu durchqueren. 1,5 Milliarden Jahre. Das ist länger, als es komplexes Leben auf der Erde gibt. Als das Leben diesen Trip begonnen hätte, waren die komplexesten Lebewesen auf der Erde einzellige Bakterien. Keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Und weißt du was? Unsere Sonne, unser gesamtes Sonnensystem, rast gerade mit etwa 800.000 Kilometern pro Stunde durch die Milchstraße. Klingt schnell? Ist es auch. Aber selbst bei dieser irren Geschwindigkeit brauchen wir etwa 200 Millionen Jahre für eine einzige Umrundung des galaktischen Zentrums. Als die Dinosaurier die Erde beherrschten, war unser Sonnensystem an einer völlig anderen Stelle der Galaxie. Und das ist nur eine Galaxie. Unsere Galaxie. Aber stell dir das mal bildlich vor. Die Milchstraße enthält schätzungsweise 100 bis 400 Milliarden Sterne. Manche davon sind viel größer als unsere Sonne, manche kleiner. Viele haben ihre eigenen Planeten. Wenn nur ein Bruchteil dieser Planeten lebensfreundlich wäre, gäbe es allein in unserer Galaxie Millionen oder sogar Milliarden bewohnbarer Welten. Und trotzdem sind die Abstände so riesig,
dass wir selbst mit unseren besten Teleskopen nur einen winzigen Teil davon im Detail sehen können. Die meisten Sterne der Milchstraße werden für uns für immer fremde, unerreichbare Punkte am Himmel bleiben. Die nächste große Galaxie nach der Milchstraße ist Andromeda. An einem dunklen Abend kannst du sie sogar mit bloßem Auge sehen, als kleinen, verwaschenen Lichtfleck. Sie ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Mit unserem Flugzeug etwa 40 Milliarden Jahre. Das ist etwa 3-mal so alt wie das gesamte Universum. Das Universum ist erst etwa 14 Milliarden Jahre alt. Und auch hier, das ist nur bis zur nächsten größeren Galaxie. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Das beobachtbare Universum, also der Teil des Universums, den wir theoretisch sehen können, hat einen Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren. Ja, du hast richtig gehört. 93 Milliarden Lichtjahre. Und das Universum ist erst 14 Milliarden Jahre alt. Wie kann das sein? Ganz einfach. Das Universum dehnt sich aus. Während das Licht von fernen Galaxien zu uns unterwegs war, sind diese Galaxien noch weiter weggeflogen. Aber zurück zu unserem Flugzeug. Wie lange würden wir brauchen, um das beobachtbare Universum zu durchqueren? Etwa 1400 Billiarden Jahre. Das ist eine 1 mit 15 Nullen dahinter. Eine Zahl, die so groß ist, dass sie eigentlich bedeutungslos wird. Zum Vergleich, die Sonne wird in etwa 5 Milliarden Jahren sterben. Unser Flugzeug hätte bis dahin praktisch 0% der Strecke geschafft. Nicht einmal der Hauch eines Anfangs. Und hier wird es philosophisch. In diesem beobachtbaren Universum gibt es schätzungsweise 2 Billionen Galaxien. 2 Billionen. Jede einzelne mit Milliarden von Sternen. Wenn du versuchen würdest, jede Sekunde eine Galaxie zu zählen, würdest du etwa 60.000 Jahre brauchen, nur um sie alle einmal durchzuzählen. Ohne Schlaf, ohne Pause. Astronomen haben ausgerechnet, dass es im beobachtbaren Universum mehr Sterne gibt als Sandkörner an allen Stränden der Erde. Stell dir vor, du nimmst eine Handvoll Sand vom Strand. Jedes einzelne winzige Körnchen in deiner Hand repräsentiert nicht einen Stern, sondern eine ganze Galaxie mit Milliarden von Sternen. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist nur das beobachtbare Universum, der Teil, von dem Licht uns erreichen konnte. Aber das Universum geht dahinter weiter. Wie viel weiter? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es unendlich groß. Vielleicht nicht. Aber selbst wenn es nicht unendlich ist, ist es mit Sicherheit noch viel, viel größer als das, was wir sehen können. Es gibt möglicherweise Billionen von Galaxien da draußen, deren Licht uns niemals erreichen wird, weil sie sich schneller von uns wegbewegen, als das Licht zu uns reisen kann. Also, wie groß ist das Universum? Es ist so groß, dass selbst unsere wildesten Versuche, es zu begreifen, scheitern müssen. Es ist so groß, dass ein 19 Jahre langer Flug zur Sonne plötzlich wie ein Spaziergang um den Block wirkt. Es ist so groß, dass die 5 Millionen Jahre zum nächsten Stern geradezu gemütlich erscheinen. Und das Verrückteste? Du sitzt gerade auf einem kleinen blauen Punkt in diesem unfassbar riesigen Kosmos. Ein Planet, der um einen von 100 Milliarden Sternen kreist, in einer von 100 Milliarden Galaxien. Macht dich das klein fühlen? Mich schon, aber gleichzeitig macht es mich auch stolz. Denn wir sind die Wesen auf diesem kleinen Punkt, die in der Lage sind, über all das nachzudenken. Wir können den Kosmos verstehen, vermessen und bestaunen. Das Universum ist riesig, aber unsere Neugier ist es auch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal für mehr faszinierende Fakten über unser Universum. Und schreib mir in die Kommentare, wie fühlst du dich, wenn du über die Größe des Universums nachdenkst? Bis zum nächsten Mal und denk daran, du bist klein, aber du bist Teil von etwas Riesigem.